Hi und schön, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Lisa von Parfori und hier dreht sich alles rund um die Welt der Nischendüfte. So, ich muss mal ganz kurz an der Stelle das Video unterbrechen, denn ich sitze gerade im Office und bearbeite das Video, was du dir gerade anschaust, und da ist mir aufgefallen, ich werde es an Ostersonntag hochladen und ich habe keine Ostereissuche integriert. Mein inneres Kind kommt damit nicht klar. Und deswegen habe ich ganz spontan für euch ein ganz tolles Gewinnspiel mit dabei. Was könnt ihr gewinnen? Ihr dürft euch einen beliebigen Duft auf parfori.com aussuchen, den ihr in einer Monatsgröße probieren möchtet. Kleiner Spoiler, bitte achtet darauf, dass der Duft auf jeden Fall auch vorrätig ist. Das seht ihr direkt auf der Produktseite. Was müsst ihr tun, um diesen Duft zu gewinnen? Ich habe euch in diesem Video ein paar Ostereier versteckt. Schreibt mir in die Kommentare, wie viele Ostereier sich in diesem Video verbergen. Und vergiss auch nicht, gleich mit drunter zu schreiben, welchen Duft du gerne gewinnen möchtest. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück. Details zum Gewinnspiel findest du in der Description. Schau einfach vorbei. Und jetzt geht's weiter mit den Düften von Parfums de Marly. Viel Spaß! Heute möchte ich das Video einer ganz besonderen Marke widmen, die wirklich eine Vielzahl von einfach tollen und einzigartigen Düften hat. Und zwar ist das die Marke Parfums de Marly. Vielleicht kennst du die Marke schon, vielleicht hast du ein paar Düfte von der Marke schon ausprobiert und denkst dir jetzt, na, bestimmt kommt sie mit dem Layton um die Ecke oder mit der Delina. Fehlanzeige, ich habe extra andere Düfte mitgebracht, die aber genauso toll sind, aber eben in unterschiedliche Richtungen gehen. Alle Düfte der Marken bzw. deren Namen sind ja teuren Pferderassen bzw. teuren Pferden gewidmet, vor allem eben aus dem 18. Jahrhundert. Finde ich einfach einen spannenden Ansatz und die Pferde finden sich auf jeden Fall auch auf den Flakons, vor allem eben in den Flakons für Männern auf jeden Fall wieder. Lasst uns mal durchstarten mit dem Cassili. Ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner, eher fruchtig, süßer Duft. Und der passt einfach perfekt jetzt auch in die etwas wärmere Jahreszeit, jetzt im Frühling oder auch im Sommer. Und lasst uns da einfach mal gemeinsam dran riechen. Ups. Ja, wir haben hier einen schönen, fruchtigen Start. Auf jeden Fall schon sehr, sehr stark die schwarze Johannisbeere, die rauskommt. Die ist aber nicht synthetisch. Die ist natürlich süß, die ist auch auf jeden Fall präsent. Ist aber nicht so synthetisch wie vielleicht bei anderen Düften, heißt, sticht nicht so in der Nase, sondern es ist wirklich ein schöner, ja, frischer Start schon fast. Schön fruchtig, schön süß. Und was definitiv von Anfang an auch rauskommt, ist eine schöne Rose. Die wird auch im Duftverlauf auf jeden Fall immer stärker wahrnehmbar, ist aber wirklich schön, gibt einfach auch eine schöne Süße nochmal mit rein. Und die Entwicklung des Duftes ist auf jeden Fall auch richtig toll. Die Rose entwickelt sich im Duftverlauf immer intensiver. Hinzu kommt auch eine schöne, schöne Pflaume. Die bringt natürlich Süße nochmal mit rein, bringt aber auch gleichzeitig nochmal eine schöne Tiefe in den Duft nochmal mit rein. Und allgemein wird der Duft im Verlauf cremiger, irgendwie balsamischer, legt sich schön auf die Haut. Der ist auf jeden Fall intensiv und der bleibt auch in der Duftentwicklung intensiv und trotzdem passt der perfekt auch in die wärmere Jahreszeit. Das finde ich ganz toll. Unterlegt wird der Duft durch eine schöne, schöne Vanille, macht das Ganze nochmal ein bisschen runder, macht das Ganze nochmal ein bisschen cremiger. Ich finde, das ist wirklich ein super femininer Duft, der aber gleichzeitig auch so eine gewisse Sexiness nochmal mit reingibt. Eben durch diese Kombination aus dieser schönen, fruchtigen Süße, diese Vanille, diese schöne, blumige Note. Sehr feminin, sexy, anziehend. Im Gegensatz zur Delina, die ich ja auch im Intro schon erwähnt hatte, oder auch Meliora, wo wir uns gleich nochmal anschauen, ist der Duft weniger frisch, fruchtig, spritzig, sag ich mal, sondern ein bisschen gesetzter, wärmer, süßer, intensiver. Also geht so ein bisschen in eine andere Richtung, obwohl er eben auch eher so fruchtig süß ist. Total schöner Duft auf jeden Fall. Lasst uns mal zum angesprochenen Meliora gehen, den ich gerade schon erwähnt hatte. Auch hier haben wir schwarze Johannisbeere mit drin und trotzdem geht der Duft in eine komplett andere Richtung. Ist eher so ein bisschen fruchtig-blumig und hat einfach einen etwas frischeren und leichteren Touch, würde ich jetzt mal sagen. Auch hier kommt auf jeden Fall die schwarze Johannisbeere am Anfang mit raus. Wir haben aber einen sehr viel etwas frischeren Duftstart, sage ich jetzt mal. Und der Duft bleibt auch im Duftverlauf zwar auch intensiv, aber eben so ein bisschen leichter. Auch ein Duft, der perfekt auch in die warme Jahreszeit passt. Tatsächlich sind die Düfte von Parfums de Marly, was ihre Silage und ihre Haltbarkeit angeht, einfach so toll, dass ich gar keine Einschränkung sagen könnte, dass man die zum Beispiel im Winter oder im Herbst nicht tragen könnte.
Das finde ich super spannend. Also die Düfte sind wirklich alle so komponiert, dass sie sehr, sehr gut halten und auch eine tolle Silage haben. Hier ist einfach der Unterschied zu dem Cassili, dass der Start schon mal so ein bisschen leichter und ein bisschen spritziger ist. Auch hier haben wir eine schöne blumige Untermauerung im Duftverlauf. Wir haben hier Ylang Ylang, wir haben Rose, wir haben Lilie. Gibt nochmal eine schöne Süße nochmal mit rein, rundet diesen frischen, zitrischen, spritzigen Start so ein bisschen auf jeden Fall ab. Und im Duftverlauf haben wir auch eine schöne Vanille, die sich da hinschmiegt. Die Basis aus Vanille, diesen holzigen Noten und auch dem Moschus macht den Duft wirklich wahnsinnig schön weich, macht ihn anschmiegsam auch irgendwie an die Haut. Und ich finde, das ist wirklich ein Duft, der so einen gepflegten Touch ausstrahlt. Also wenn man den trägt, dann fühlt man sich sehr viel gepflegter, irgendwie immer sehr frisch, irgendwie sehr beflügelt. Ist für mich auch ein sehr, sehr positiv besetzter Duft. Also ich rieche da dran, bekomme gute Laune, eben aus dieser Fruchtigkeit, dieser schönen Süße, dieser kleinen Spritzigkeit. Also ich finde, das ist wirklich ein sehr mädchenhafter, femininer Duft, der wirklich easy zu tragen ist, wo ich auch keine Eingrenzung machen würde, wann man den trägt, weil der passt so gut auf die Arbeit, der passt gut, wenn man weggeht. Also ist so ein Duft, den kann man wirklich überall hin und auch immer tragen, auch ganz toll. Lasst uns jetzt mal zu den eher etwas maskulineren Düften kommen. Und damit das Ganze auch repräsentativ ist, habe ich mal meine Kollegen gefragt, welche Parfums de Marly Düfte sie dann am liebsten tragen. Und ich war selbst total überrascht, dass da nicht kam, der Layton, das ist einfach so der Klassiker, der irgendwie fast jedem Mann gefällt. Nein, sie haben zwei andere genannt. Und insofern lasst uns mal starten mit dem wundervollen Greenlee. Und wie der Name schon sagt und wie der Flakon auch zu verstehen gibt, handelt es sich dabei um einen grünen, etwas frischeren Duft. Lasst uns auch hier mal gemeinsam dran riechen. Schön. Ein zitrischer Start, schöne Bergamotte, grüner Apfel, der sich damit reingibt. Also der versprüht schon beim ersten Riechen auf jeden Fall Lebensfreude, Frische, Leichtigkeit. Der Flakon ist ja tatsächlich auch eher transparent gehalten. So soll eben auch markiert werden, dass es sich hier um einen etwas leichteren, frischeren Duft handelt und nicht um so einen schweren Duft, wie es normalerweise der Fall ist, wenn wir an Parfums de Marly denken. Ich finde, da fällt der Greenlee auch so ein bisschen raus. Der hat jetzt nicht dieses orientalische, würzige, süße mit drin, was viele Düfte von Parfums de Marly haben, sondern es ist eher ein etwas grünerer, frischerer, leichterer, zitrischer Duft. Im Duftverlauf haben wir hier schöne, leicht holzige Noten. Er bekommt immer mehr so einen grüneren Touch. Ne? Wir haben hier ein bisschen Moos mit drin, was auch schön rauskommt. Ich finde aber immer, dass wir hier auch eine etwas leicht bittere Note haben. Ich habe kurz überlegen müssen, woher es kommt. Ich schätze mal durch das Petit Grain, was da auch mit drin ist. Gibt einfach so einen frischen Touch nochmal mit rein, finde ich, wenn wir da so was leicht Herbes, leicht Bitteres nochmal mit drin haben. Der Duft bleibt auf jeden Fall schön frisch und schön zitrisch. Und das ist ein Duft, der hat auch eine tolle Haltbarkeit. Silage ist auch echt gut, aber das ist natürlich jetzt nicht so ein In-Your-Face-Duft. Ne? Klar, ich meine, es ist eher so ein frischer, etwas grünerer Duft. Ist halt kein so eine süße Bombe, wie man es vielleicht kennt. Trotzdem sind Silage und Haltbarkeit von dem Duft wirklich gut. Ich finde tatsächlich, dass obwohl der Duft sich eben auch in so eine leicht holzige Richtung entwickelt, dass die Fruchtigkeit, die wir am Anfang hatten, auf jeden Fall erhalten bleibt. Also der bleibt die ganze Zeit auf der Haut schön fruchtig, leicht, gibt so einen schönen Kick mit rein. Also tolle Duftentwicklung auf jeden Fall bei dem Duft und einfach mal was anderes. Auch der nächste Duft, den ich dabei habe, ist auf jeden Fall so ein Duft, den kann man immer tragen. Der ist super alltagstauglich und geht auch in eine etwas frischere, würzigere Richtung. Und zwar ist das der Percival von Parfums de Marly. Wirklich ein Duft, der sehr unkompliziert zu tragen ist, der auch zu jedem Mann passt, egal ob jung oder ob alt und eben auch zu jedem Anlass passt. Lasst uns auch da mal gemeinsam dran riechen. Ja, wir haben hier auf jeden Fall einen frischen, leicht zitrischen, für mich aber auch ein bisschen würzigen Start. Wir haben hier Bergamotte mit drin, wir haben hier Mandarine mit drin, gibt so eine schöne Fruchtigkeit mit rein. Wir haben aber auch Pfeffer mit drin, merkt man gleich in der Nase, zumindest ich, gibt so eine schöne anregende Note auf jeden Fall nochmal mit rein. Also ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr erfrischender Start. Das ist so ein leicht aquatischer Duft, irgendwie aber auch nicht. Wir haben schöne Würzigkeiten drin, wir haben hier Zimt, wir haben hier Koriander mit drin, gibt so eine schöne würzige Note auf jeden Fall mit rein. Und was ich auch schön finde ist, wir haben hier zwar Blüten mit drin, ich finde, die sind aber nicht im Vordergrund. Also die geben zwar vielleicht so eine kleine Süße mit rein,
Ist aber nicht schwer, der Duft, der ist gar nicht schwer. Und ich finde, der ist total vielseitig. Also weil ich gerade auch gesagt habe, naja, der ist aquatisch, aber irgendwie auch nicht. Also es fällt mir total schwer zu sagen, wie der Duft tatsächlich ist, weil er eben so frisch ist, aber trotzdem eine kleine Fruchtigkeit mit drin hat, auch Blüten mit drin hat, Hölzer mit drin hat und eben Gewürze. Also ich finde, der Duft ist echt spannend und eben auch unkompliziert zu tragen. Was ich spannend finde, ist auf jeden Fall die kleine, schöne Lavendelnote, die jetzt nicht im Fokus steht, aber eine kleine Sinnlichkeit mit reingibt. Man fühlt sich mit dem Duft auf jeden Fall wie frisch geduscht die ganze Zeit, das kann ich schon mal sagen, obwohl es kein klassischer Freshie ist, aber er gibt eben durch diese Frische so einen gepflegten Touch auch nochmal mit rein. Also kann ich nur empfehlen, wenn du auf eher frischere, etwas würzigere, bisschen holzige Düfte stehst, dann versuch auf jeden Fall mal den Percival von Parfums de Marly. Ich hoffe, ich habe auch für dich einen Duft mit dabei, den du vielleicht noch nicht kennst, den du aber ausprobieren möchtest. Lass mir gerne in den Kommentar da, wie dir die Düfte gefallen haben. Ansonsten freue ich mich, wenn du unseren Channel abonnierst und natürlich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dahin alles Gute. Ciao!